Es ist Weihnachtsmarktzeit, auch in Berlin. Einige Weihnachtsmärkte sind allerdings abgesagt, andere finden statt. Ich bin jetzt hier gerade am Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus. Wenn ich so ein bisschen schwenke, kann man das hinter mir sehen. Und ich drehe jetzt einfach auch mal die Kamera. Dann hat man die Marienkirche vor sich. Der Weihnachtsmann wartet auf seinen Auftritt. Der wird dann über den Neptun schweben und so ein bisschen was zum Ort erklären. Und ansonsten ist das Ganze ja, was man sehen kann, gut besucht und ich werde so ein paar Impressionen von diesem Markt zeigen. Auf diesem Markt gilt in diesem Jahr die 2G-Regel, was an den 3 Zugängen vom Alexanderplatz, vom Roten Rathaus und von der Karl-Liebknecht-Straße aus auch kontrolliert wird. Betreiber ist die Familie Laubinger. Hans-Dieter Laubinger ist schon seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Hier kann man ihn kurz bei einem Interviewtermin sehen. Ich hatte ihn bereits getroffen, als ich Aufnahmen zu meinem Video über den Neptunbrunnen gemacht habe und hätte mir heute gerne direkt von ihm etwas zur Geschichte des Marktes erzählen lassen, aber er ist einfach überall auf dem Markt unterwegs und zu beschäftigt. Man kann ihn später auch nochmal beim Glätten der Eisfläche sehen. Ursprünglich hatte er den Weihnachtsmarkt an der Stelle organisiert, wo sich heute das Alexa befindet. Danach war er am Schlossplatz und seit 2008 ist er hier. Zuvor hatte er sich den Platz gründlich angeschaut, wie er in einem Interview mit der Bauwelt äußerte. Das Schöne hier sind die vielen Bänke. Da habe ich mich hingesetzt und die Leute beobachtet, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wo sie stehen bleiben, wie sie sich verhalten. Da sitzen sie, da stehen sie, da unterhalten sie sich und da zeigen sie auf irgendetwas. Dieses Muster nehme ich auf und danach baue ich den Markt. Wir sprechen da von einem Lauf. Damit ist gemeint, wie die Menschen über den Markt gelenkt werden. Man muss immer wieder Punkte finden, an denen man die Leute zum Halten bringt, aber nicht mit Hindernissen wie in der Kaufhalle. Man kann optisch eine Bremse schaffen, indem man dafür sorgt, dass die Leute etwas Bestimmtes sehen und deswegen anhalten. Und wo ein Mensch anhält, da macht er einen Rundumblick und dann fällt ihm ein, ich könnte etwas essen, etwas trinken, etwas kaufen. Laubinger selber betreibt mehrere Gastronomiehütten und gleicht damit aus, was der Markt an anderer Stelle nicht erwirtschaftet. Kleine Kunsthandwerker können keine hohe Miete zahlen, sorgen aber für Abwechslung und dafür, dass das gesamte Ensemble sehenswert ist. Und dann gibt es natürlich noch das Riesenrad, Kinderkarussells, die Eislaufbahn und die Idee mit dem hoch über dem Markt schwebenden Weihnachtsmann. Die runde Eisbahn um den Neptunbrunnen mit 600 Quadratmeter Eisfläche war teuer in der Anschaffung, kostet in der Unterhaltung und beim Personal. Dazu wurden noch mehrere hundert Schlittschuhpaare gekauft, da Touristen diese äußerst selten dabei haben. Die Leihgebühr bringt eine gewisse Einnahme, aber man kann auch seine eigenen Schuhe mitbringen und kostenlos fahren. Aber ohne die Eisbahn würden viel weniger Leute kommen und wer einmal auf dem Markt ist, fängt auch an zu konsumieren. Kinder stoppen übrigens öfter mal, um sich die Figuren und Tiere am Neptunbrunnen anzuschauen. Erwachsene machen das eher selten. Der Auftritt des Weihnachtsmannes. Hören wir uns an, was er zur Geschichte Berlins und zu den Gebäuden zu sagen hat. Ho, ho, ho. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Gäste der Berliner Weihnachtszeit. Hier oben bin ich, über dem Herzen Berlins. Berlin ist ja schon ganz schön alt. 1237 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt und wenn ich richtig rechne, dann ist das schon 784 Jahre her. Hier, wo Berlin seinen Ursprung hat, steht auch die zweitälteste Kirche der Stadt, die Marienkirche. Und die ist auch schon 729 Jahre alt. Da drüben das Rote Rathaus. Der Name kommt von den roten Backsteinen und hat nichts mit Politik zu tun. Von hier aus wird seit 1808 Berlin regiert. Hier ist der Sitz des regierenden Bürgermeisters. Na und der Riese da hinter mir, das ist der Fernsehturm. Er ist der höchste Fernsehturm in Deutschland. 368 Meter ist er hoch und von dort oben hat man wirklich eine tolle Aussicht auf das weihnachtliche Berlin. Das schönste Bauwerk ist aber der Neptun. Ach, hier ist es so schön. Oh, oh, oh. Und wie es duftet.
nach plantierten Äpfeln, nach Gebäck, nach Leckereien. Und bei den Händlern und Handwerkern kann man wirklich viele Dinge fürs Fest kaufen. Hier würde ich gern länger bleiben. Aber ich muss jetzt weiter. Ich muss noch viele Menschen bis zum Heiligen Abend besuchen. Aber ihr dürft nicht traurig sein. Ich komme wieder. Bis zum 2. Januar besuche ich die Berliner Weihnachtszeit jeden Tag mehrmals. Euch noch viele schöne Stunden hier auf der Berliner Weihnachtszeit. Hohoho, auf geht's, meine lieben Rentiere. Geht noch? Ja, klar. Bratwurst ist gut. Aus der Ferne ist der Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus schon durch das Riesenrad gut zu erkennen. Über 50 Meter in die Höhe erhebt es sich mit seinen geschlossenen Panoramagondeln, die inzwischen beheizt sind. Das war anfangs nicht der Fall. Ich war vor vielen Jahren mal mit meinen Kindern da drin und habe gefroren. Und dann gab es da noch einen Stromausfall im Jahre 2009. Alles wurde dunkel und das Riesenrad stand für etwa 20 Minuten still. Das bei Außentemperaturen von 10 Grad minus. Bibbern in den Gondeln. Zumindest gab es Decken in den Gondeln. Soweit ich weiß, gab es seitdem keinen derartigen Zwischenfall mehr und wie gesagt, sind die Gondeln inzwischen moderner. Vor einigen Jahren gab es auf diesem Markt auch 7,5 Meter hohe Kulissen mit Nachbildung von historischen Berliner Häusern. Das ist dieses Jahr aber nicht der Fall. Wer noch ein Video zum Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche anschauen möchte, findet hier den Link. Das Video ist vom vergangenen Jahr, aber sehr viel anders sieht es dieses Jahr dort und am Kurfürstendamm auch nicht aus. Ich wünsche allen trotz der Umstände eine zauberhafte Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit.